Hallo, Herr Geißel. Hallo, grüße Sie. Und ich lasse Ihnen auch gleich die Stage. Er wird uns heute erzählen, wie er als Einzelkämpfer angefangen hat und wie er jetzt dazu hingekommen ist, in einem crossfunktionalen Team zu arbeiten. Wunderbar, dann herzlich willkommen, guten Tag. Willkommen zum Vortrag von Internet Stores, zu meinem Vortrag unter dem Titel Vom Einzelkämpfer zur crossfunktionalen User Group, unsere Reise mit Nime in einem schnell wachsenden E-Commerce-Unternehmen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ingo Geisel, ich bin Head of Automation and Analytics bei Internet Stores. Bin schon seit 2013 im Unternehmen und seit 2019 in dieser Rolle. Und zuvor war ich in der Telekommunikationsindustrie, im Distanzhandel und in der Versicherungswirtschaft unterwegs. Ich habe einen sozialwissenschaftlichen Background, bin also weder Data Scientist noch Data Engineer und habe auch keine IT-nahe Ausbildung, bin also eigentlich eher ein Quereinsteiger. Genau, das sind die Inhalte meiner Präsentation. Ich stelle ganz kurz das Unternehmen vor, dann würde ich darauf mal eingehen, wie wir im Bereich Data and Analytics bei Internet Stores aufgestellt sind, warum wir Nime nutzen und wie wir zu Nime gekommen sind und was so ein bisschen unsere Lessons learned waren, auch vielleicht anknüpfend an den vorherigen Vortrag, als es eben darum ging, das Tool im Unternehmen sozusagen breiter auszurollen und eben mehr Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen, wie wir Nime heute nutzen und ganz zum Schluss, was so unsere Roadmap, unsere Vision ist dann für die Zukunft mit Nime. Genau, auf die nächsten beiden Folien einfach nur ein paar Fakten von meinen Kollegen aus der PR-Abteilung zu Internet Stores Gruppe. Also Internet Stores ist tatsächlich der weltweit größte E-Commerce-Händler, zumindest mal für komplette Fahrräder. Wir verkaufen aber auch Fahrradzubehör, Fahrradteile, Fahrradbekleidung. Wir beschäftigen über 800 Mitarbeiter an unserem Hauptsitz in Stuttgart und den weiteren Büros in Berlin, international in Stockholm, in Lyon und in Saint-Étienne. Und unsere größten Logistikstandorte sind in Esslingen und in Stuttgart unter Türkheim. Wir sind europaweit aktiv mit circa 40 Online-Stores in den meisten europäischen Ländern. Zum einen in dem, was wir Bike Vertical nennen, also alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Darüber hinaus aber auch im Bereich Outdoor und treten dort unter verschiedenen Marken auf. Und die zumindest mal in Deutschland bekannteste ist sicherlich Fahrrad.de, also unser größter deutscher Online-Shop. Genau, nun zunächst, wie sind wir bei Internet Stores aufgestellt in dem Themenbereich, Themenfeld Data and Analytics? Hier auf der linken Seite die 3 linken Kästchen, das sind unsere zentralen, sozusagen abteilungsübergreifenden Data and Analytics Funktionen. Da haben wir ganz links zum einen ein Team, das sich um Data Warehouse Development, um unsere Data-Plattform kümmert, ganz klassisch um Themen wie Datenintegration, Infrastruktur, Data Quality und Governance. Dann eins weiter rechts, mein Team, das Automation and Analytics Team. Sagen wir, unterstützen andere Teams, andere Abteilungen mit tiefergehenden Analysen, was wir Analytical Insight nennen. Wir unterstützen auch bei Projekten, die eine Machine Learning oder AI-Komponente beinhalten. Und dann unser Kerngeschäft, nenne ich es mal, Data Science Solutions. Wir entwickeln also auch selbst Data Science Lösungen, also analytische Modelle, die wir deployen, die wir in Geschäftsprozesse, in unsere sonstige IT-Landschaft integrieren. Daneben gibt es noch eine Abteilung Commercial Analytics, vormals Controlling genannt. Diese Kolleginnen kümmern sich eher ums Reporting, um Dashboards, Ad-Hoc-Analysen und auch dieses ganze Thema Commercial Consulting, also wenn es um Business Cases geht, um Planung, um die aktuellen Zahlen, Umsätze, Profitabilität etc. Zu guter Letzt, dann ganz rechts, gibt es aber auch innerhalb der einzelnen Abteilungen bei uns noch Expertenrollen, Positionen. Dort kümmert man sich dann um eher abteilungsspezifische Themen, Reportings, dann kleinere Analysen und auch dieses Thema Data Operations habe ich es mal genannt. Sprich, wenn es darum geht, Daten aus unserer Data-Plattform, aus irgendwelchen operativen Systemen,
zu extrahieren, bereitzustellen für irgendwelche Prozesse. Das wird dann üblicherweise in den einzelnen Abteilungen selbst gemacht. Genau, wie sind wir zu NIME gekommen und warum? Wir haben NIME vor etwa 7 Jahren eingeführt im Unternehmen, zunächst mal als eine Einzellösung für genau einen einzelnen User, das war damals ich. Und mir ging es damals vor allem darum, sozusagen die vorherige Kombination, die ich genutzt hatte, eben abzulösen. Das war eben eine Kombination aus Datenbank-Clients, mit denen ich gearbeitet habe, Excel, unseren BI-Tools wie etwa Tableau. Und ich wollte im Grunde eine größere Plattform, eine Plattform mit einem breiteren Funktionsumfang haben, die es mir eben ermöglichen sollte, Daten sozusagen einfach zu extrahieren, zu transformieren, zu verknüpfen aus ganz verschiedenen Quellen, Analysen durchzuführen, also angefangen von ganz simplen Tabellen über deskriptive Statistiken bis hin zu simplem Machine Learning, nenne ich es mal, wie eben einfach Regressionsmodelle. Und ich wollte all das möglichst so weit wie möglich automatisieren können oder semi-automatisieren können. Genau, und deshalb habe ich mich damals dann entschieden, das mit NIME mal zu probieren. Und 2 ganz wichtige Anforderungen für mich waren auch zum ersten, dass ich eben eine No- oder zumindest mal Low-Code-Plattform gerne nutzen wollte. Ich habe zwar sicherlich eine gewisse Affinität und auch Programmierkenntnisse, aber eben aus meinen vorherigen Tätigkeiten oder auch aus meiner akademischen Ausbildung heraus jetzt keine praktischen Erfahrungen und keine Kenntnisse in Sprachen wie Python beispielsweise oder R. Und zum Zweiten sollte es eben eine Lösung sein, die zumindest mal initial kostenlos sein sollte. Das war zumindest mal damals, da war Internet Stores noch deutlich kleiner und sparsamer vielleicht unterwegs und schwäbischer. Natürlich auch ein wichtiges Thema. Genau. Nachdem ich dann mit NIME gestartet war und sehr zufrieden damit war, stellte sich natürlich irgendwann die Frage, zumal das Unternehmen ja stark gewachsen ist in den letzten Jahren, ob es nicht auch Sinn machen könnte, eben weitere Kollegen, Kolleginnen, weitere User in anderen Abteilungen, anderen Teams für das Tool zu gewinnen. Und das erschien natürlich eine sinnvolle Idee zu sein. Zum einen, weil zumindest mal für mich ganz klar auf der Hand lag, dass es eben ein Potenzial gibt für eine ganz breite Anzahl an Use Cases, ganz unterschiedliche Anforderungen, die man eben mit NIME abdecken kann, in ganz verschiedenen Teams, ganz verschiedenen Abteilungen. Insofern war ich von dem Tool überzeugt und auch im Interesse des Unternehmens natürlich daran interessiert oder schien es mir sinnvoll, das eben tatsächlich auszurollen, zu verbreitern, die Userbasis und natürlich auch, weil sich dann irgendwann die Frage stellte, sollten wir nun nicht den NIME-Server auch einsetzen, um eben mehr automatisieren zu können, Dinge anders bereitstellen zu können noch. Und mit dem NIME-Server sind ja nun Kosten verbunden und insofern musste ich einen positiven Return on Investment auch aufzeigen können und das geht natürlich immer einfacher. Je mehr Use Cases, je mehr User es gibt, je mehr Dinge mit dem Tool getan werden, desto besser lässt sich es natürlich auch dann darstellen, dass das eben auch wirtschaftlich Sinn macht. Genau, und auf dieser längeren Reise, die eigentlich immer noch andauernd, sind wir eben auf ganz unterschiedliche Typen potenzieller User getroffen. Das habe ich jetzt unten links mal etwas schematisch versucht, mit diesen 3 Avataren darzustellen. Das war so ein bisschen die Erfahrung, die wir gemacht haben. Vielleicht ganz links die sozusagen einfachste, aber leider auch kleinste Gruppe. Die habe ich mal die Early Adopter genannt. Das sind nun Kolleginnen, die einfach so ein bisschen Techie-Background vielleicht haben, die eine hohe Affinität mitbringen zu solchen Themen, die sehr stark intrinsisch daran motiviert sind, die da ein großes Potenzial für sich sehen und eben unmittelbar sozusagen auf den Zug dann aufspringen, wo man auch im Grunde ganz wenig tun muss, damit die es mal ausprobieren, damit die sich damit auseinandersetzen. Die zweite Gruppe dann rechts daneben, die habe ich hier die Pragmatiker genannt. Das ist sicherlich eine sehr viel größere Gruppe. Das sind nun Kolleginnen, die durchaus das Potenzial sehen in einem Tool wie NIME, die vielleicht auch wissen, dass ihre eigenen Arbeitsabläufe, ihre Prozesse optimierungswürdig oder optimierungsfähig sind, zumindest mal, die auch grundsätzlich offen und interessiert an solchen Themen sind, die aber halt oftmals im Daily Business dann stark eingebunden sind, die einfach nicht so die Zeit mitbringen, um sich damit intensiv zu befassen und bei denen immer so der Trade-off ist, okay, mache ich jetzt
so weiter, wie ich es halt schon gewohnt bin und wie es dann auch erstmal auf den ersten Blick relativ schnell geht, oder investiere ich halt die Zeit, und das ist ja dann zumindest mal initial immer etwas mehr Zeit, um vielleicht Dinge auch sozusagen zu verändern, was auf längere Sicht dann trotzdem natürlich einen Mehrwert bringen kann. Genau, bei diesen Kollegen braucht man einfach etwas mehr Zeit, Geduld, etwas mehr Support, und dazu gleich noch mehr. Und die letzte Gruppe, ich habe sie hier die Traditionalisten genannt, das sind nun die Mitarbeiterinnen, die es sicherlich auch in jedem Unternehmen gibt, gar nicht böse gemeint, die einfach sehr gerne bei dem bleiben, was sie halt kennen, was sie gewohnt sind, die ja erstmal eher vielleicht skeptisch sind, zurückhaltend, wenn es um Veränderungen, Innovationen geht, die einfach länger brauchen, wo man sicherlich mehr Geduld mitbringen muss, auf die man immer wieder zugehen muss, die man vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt dann tatsächlich dafür gewinnen kann. Ja, die gibt's einfach, und das ist, denke ich, auch okay so. Und ja, da gilt, glaube ich, nur: Steter Tropfen höhlt den Stein. Genau, und hier auf der rechten Seite noch mal ein bisschen sozusagen einige Instrumente, die sich nach unserer Erfahrung eben als sinnvoll und hilfreich erwiesen haben, um sozusagen tatsächlich NIME im Unternehmen auszurollen, User zu gewinnen. So ein bisschen in Form dieses AIDA-Funnels, kennt man so aus dem Marketing hier dargestellt. Ganz oben geht es zunächst mal darum, dass man erstmal eine gewisse Awareness schaffen muss, dass man das Tool überhaupt mal bekannt machen muss im Unternehmen. Was sich hier bei uns als sehr hilfreich erwiesen hat, ist ein Format, was bei uns etabliert ist. Das nennt sich Brownback Session, eben aus dem Amerikanischen. Das ist im Grunde ein unternehmensöffentliches Veranstaltungsformat, wo im Prinzip jeder, der das möchte, zu einem Thema, das er für relevant hält, etwas präsentieren kann, und jeder, den es interessiert, hört es sich an, so vereinfacht gesagt. Das haben wir genutzt, um NIME mal vorzustellen. Dann gibt es natürlich auch Meetups, Meetings etwa auf der Führungskräfteebene. Man kann im Mitarbeiter-Newsletter, im Intranet über NIME berichten. All das hilft natürlich erstmal, das Tool quasi bekannt zu machen. Dann in der nächsten Stufe, wenn es mehr um das Interesse schon geht und dann auch um das Desire, also wirklich konkreteres Interesse dann zu wecken, was sich dort als hilfreich erwiesen hat, ist sicherlich, wenn man etwas konkreter wird und so Success Stories auch innerhalb des Unternehmens kommuniziert, also wie eben in einzelnen Abteilungen von einzelnen Usern für bestimmte Themen NIME bereits genutzt wird, was damit eben möglich ist, welche Erfolge man damit erzielt hat. Und dann natürlich auch die Direktansprache, dass man einfach immer wieder auf Kollegen, Kolleginnen zugeht, wo man glaubt, dass die potenziell NIME nutzen könnten, ihnen das einfach nahebringt, auch über den Tellerrand des Unternehmens vielleicht mal hinaus, sie auf Events hinweist, jetzt von NIME selbst oder auch von Partnern von NIME, die vielleicht auch noch fachlich jetzt in einer Verbindung stehen mit ihrem Themenfeld. Das hat sich immer als sehr hilfreich erwiesen, wenn ich jetzt jemanden aus Finance beispielsweise darauf hinweise, dass es auch im Finance-Bereich Unternehmen gibt, die mit NIME arbeiten, wo dann einfach der Link nochmal direkter da ist. Genau, und zu guter Letzt, wenn es dann wirklich darum geht, die User zu konvertieren, im E-Commerce-Sprech, so etwas wie ein Showcase, was wir dann immer wieder mal gemacht haben oder auch machen, dass wir wirklich mit den Kollegen, die NIME neu nutzen wollen, zusammen uns anschauen, was genau wollt ihr denn machen, wie sieht der Use Case aus, können wir da vielleicht schon ein bisschen so eine Basis aufbauen, auf die ihr dann aufsetzt, um einfach diese Einstiegshürde so ein bisschen zu nehmen. Das hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Und sicherlich auch der individuelle One-to-One-Support, dass eben erfahrene NIME-User, die schon länger damit arbeiten, intensiv damit arbeiten, eben einfach als Ansprechpartner verfügbar sind, und dann bis hin eben zu einer Usergruppe, in der eben abteilungsübergreifend die User dann eben zusammenkommen, die mit NIME arbeiten und sich eben austauschen, etwa auch wenn es um neue Releases geht, um neue Funktionalitäten, welche Möglichkeiten so etwas dann bietet. Das ist sicherlich auch ein sehr geeignetes Format. Genau, wie nutzen wir NIME jetzt heute bei Internet Stores? Wir sind gestartet 2014 mit einem User bei uns im CRM. Jetzt heute arbeiten wir mit dem NIME Server mit 5 Usern auf der Analytics-Plattform und eben 3 zusätzlichen Teams, also jetzt meinem Team, dem Data Science Team, und dann noch in 2 weiteren Teams, zum einen im Bereich UX, das nennt sich Data-Driven Merchandising. Das sind
Kollegen, Kolleginnen, die sich um Themen wie Sortierungen, Filter im Shop, Produktempfehlungen auf unserer Website kümmern und seit neuestem auch im Main Data Management. Da geht es vor allem um unsere Produktdaten, wo auch jetzt NIME genutzt wird. Und in Zukunft wollen wir zumindest mal noch 2 weitere Teams, die sind sozusagen in der Pipeline quasi für NIME gewinnen. Zum einen im Customer Care sehen wir ein Potenzial und auch, was mich jetzt persönlich sehr gefreut hat, auch die Kolleginnen aus dem Data Warehouse Development, also die Data Engineers, haben auch signalisiert, dass sie auch möglicherweise Anwendungen sehen, wo sie auch mit NIME sich vorstellen können, Dinge umzusetzen. Und von daher gehen wir davon aus, dass wir die Useranzahl schon in naher Zukunft jetzt mehr als verdoppeln werden nochmal und wollen dann auch auf der Architekturseite verstärkt schauen, wie wir mit NIME auch in der Cloud in Zukunft arbeiten können, was wir Stand heute noch nicht tun. Genau, dann die letzte Folie, auch mit Blick auf die Zeit. Ja, nochmal unsere Roadmap für NIME. Generell, wie wollen wir weitermachen mit NIME? Wir wollen natürlich weiter NIME nutzen, das auch intensivieren. Wir wollen, wie erwähnt, mehr User auf NIME bringen, mehr Use Cases abbilden, mehr Features von NIME auch nutzen. Wir wollen sicherlich im gewissen Sinne auch NIME challengen, einfach schauen, welche Tools es gibt, die komplementär zu NIME sind, die wir auch noch nutzen können. Und natürlich auch schauen, welche Alternativen es zu NIME gibt, da den Blick immer auch auf den Markt haben und sich zumindest mal einen Überblick verschaffen und da auch dicht dranbleiben. Und einfach vielleicht als Schlusswort oder Zusammenfassung nochmal, das ist nun ein englischsprachiges Zitat aus der erwähnten Brownback-Session, die ich vor ungefähr 1,5 Jahren zu NIME gehalten habe im Unternehmen, die das aus meiner Sicht aber ganz gut zusammenfasst. Ich lese es einfach noch vor. There is no one-fits-all solution in the field of analytics and automation, but NIME is a powerful tool which enables us to get things done and make progress on our way to a more data-driven company. It's not dedicated to developers, data scientists, or engineers only. It can be useful for anyone working with data. Just give it a try. Das vielleicht als Schlusswort, kurze Zusammenfassung und ja, ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben und freue mich nun auch auf alle Fragen, die da kommen mögen. Absolut noch in der Zeit. Und ich fand das auch ein tolles Schlusswort. Ich wollte von NIME Seite auch sagen, die Challenge nehmen wir gerne an. Wir haben auch einiges an Features am Kochen. Und ich sag mal, die Challenge wird auch sein, das Future NIME gegen das Past NIME zu vergleichen. Und da kann ich auch einiges, was ich nicht versprechen darf, aber ich darf versprechen, dass da sehr viel Spannendes im nächsten 12 Monaten noch kommt. Ich gebe nochmal an die Eva für die Fragen. Vielen Dank. Ich würde gerne eine Frage zulassen, Herr Geisel. Und zwar, Sie haben uns ja gerade so eine ganz spannende Übersicht geliefert zu den Nutzertypen und Aktionen, um diese zu erreichen. Welche Aktion, wenn Sie sich eine aussuchen könnten, ist denn am erfolgsversprechendsten? Also ich glaube tatsächlich, das, was ich diesen Showcase genannt hatte, hat sich eben als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Also im Grunde geht es darum, wir sagen, was ist euer Use Case, was wollt ihr machen? Und dann übernehmen wir es eben, sagen, ja, schon mal etwas zu entwickeln, also einen Workflow, also nicht in allen Details und nicht in dem vollen Funktionsumfang, aber so um ein Grundgerüst zu haben, von dem aus man dann einfach starten kann. So das Thema im allereinfachsten Fall, und das sind ja oft relativ simple Fälle, zumindest mal zu Beginn, wenn jemand wirklich einsteigt, so das Thema, okay, ich brauche Daten aus der Datenquelle A, wie komme ich an diese Daten ran, wie kann ich die extrahieren, wie kann ich sie vielleicht noch verbinden, wie kann ich irgendwelche einfachen Transformationen, Berechnungen, irgendetwas mit Strings dort machen und wie kann ich dann den Output, den ich dann habe, sozusagen weiterverteilen, sei es, indem ich einfach nur das irgendwo ablege als Datei bei uns auf dem Shared Drive, sei es, dass ich eine E-Mail verschicke an einen User, wo ich das einfach anhänge, also so ganz simple Dinge und einfach das so ein bisschen schon individuell sozusagen auf den spezifischen Use Case ausgerichtet mal aufzubauen, dass so ein Grundgerüst da ist. Das ist, glaube ich, nach meiner Erfahrung speziell jetzt für User, die eben nicht diesen ausgeprägten Background in dem Thema haben, schon sehr hilfreich, um diese erste Hürde zu nehmen. Das wäre dann mein favorisiertes Mittel. Das klingt sehr gut. Vielen Dank.